Heute will ich mal darüber sprechen, wieso ich Warhammer 40k gegen Firefight von Mantic Games ausgetauscht habe. Und nein, ich meine damit nicht, dass ich Warhammer 40.000 komplett aufgehört habe. Ich habe nach wie vor noch meine Figuren, ich werde da auch nichts hergeben. Ich habe ganz einfach nur in der Vergangenheit mich wesentlich weniger mit diesem System oder eigentlich überhaupt nicht auseinandergesetzt. Dafür in letzter Zeit sehr viel häufiger mit Firefight und finde hier auch wieder meinen Weg ein bisschen mehr zurück. Und deswegen möchte ich da heute ganz einfach ein bisschen drüber sprechen. Und gleich mal als ersten Punkt, um das ganze Thema mal vorweg zu klären und wahrscheinlich auch einen Diskussionspunkt aufzumachen, starte ich mit den Figuren. Denn ja, die Figuren sind natürlich nicht auf der Qualität, den man von Games Workshop gewohnt ist, aber genau das ist es eben, was es für mich so interessant macht. Denn die Figuren hier, das sind die Enforcer, die ich mir im Zuge der 2-Spieler Starterbox geholt habe und auf Basis dessen auf 1000 Punkte ausgebaut habe bisher. Und ihr seht hier jetzt schon die Figuren. Man hat hier vielleicht so ein bisschen Space Marine Vibes, auch wenn es natürlich ein anderer Style ist. Und es sind ja auch im Endeffekt Supersoldaten, kann man sagen. Also es geht schon in diese Richtung, aber dann vom Fluff her doch wieder komplett etwas anderes. Aber wie gesagt, geht es mir hier um die Figuren selbst, um die Qualität. Und man sieht hier schon, das Ganze ist eigentlich in einem okayen Umfeld, aber eben nicht die Qualität von Games Workshop und auch nicht der Detailgrad. Und genau das ist das, was mir hier an diesem Punkt eben gefällt. Die Figuren sind ganz einfach sehr viel einfacher zusammenzubauen und auch zu bemalen, weil eben einfach nicht so viele Details vorhanden sind. Und auf Basis dessen kann man eben sehr schnell und einfach seine Figuren, seine Armee auch fertigstellen. Und das ist eben schon der erste Punkt, der mir aufgefallen ist, als ich eben den ersten Blick mal auf Firefight überhaupt geworfen habe und der für mich persönlich dorthin eben positiv aufgefallen ist, weil ich es auch für mich gesehen habe, dass ich sehr viel schneller fertig geworden bin mit der Bemalung meiner ersten 1000 Punkte Armee. Der gleich nächste Punkt und der wahrscheinlich auch wichtig ist, wenn es darum geht, mit einem Tabletop anzufangen, sind eben die Regeln. Und dort gibt es eben verschiedene Punkte, die mich hier angesprochen haben, die mir hier sehr gut gefallen und die vielleicht für dich auch interessant sein könnten, wenn du eben überlegst, in ein neueres Tabletop einzusteigen oder generell nach einem Science-Fiction-Tabletop suchst oder überhaupt erst ins Hobby einsteigst. Und da eben das Thema Regeln, ganz eine wichtige Sache. Ihr seht hier schon die beiden aktuellen Versionen, beziehungsweise hier auf der linken Seite als erstes Produkt diese 2 Bücher. Das wurde damals beim Erscheinen des Spiels herausgebracht. Da habt ihr einmal das Regelbuch und das Force Lists Buch extra gehabt, aber zusammen als ein Bundle und damit schon alles, was man zum Spielen braucht an Regeln. Also ihr habt einmal das Regelbuch mit dem Fluff und mit den ganzen Regeln für das Spiel und dann nochmal das Force Lists Buch, wo alle bis dorthin erschienenen Armeelisten drinnen sind, sodass eben einfach nichts gekauft werden muss. Es gibt hier kein Codex kaufen, extra noch irgendetwas, sondern man bekommt hier in diesen beiden Büchern oder damals in diesen beiden Büchern einfach schon alles, was man zum Spielen braucht. Und das ändert sich halt dorthin gehend, dass hier dann dieses Command Protocols Buch herausgekommen ist als quasi ein Update. Dort ist einerseits jetzt alles kombiniert in einem einzigen Buch, aber auch wieder das gleiche Thema. Einerseits, ihr habt alle Regeln dort drinnen, aber eben in einer abgedateten Form, da das Spiel ja erst auf den Markt gekommen ist, ich glaube jetzt 2 Jahre auf dem Markt ist, gibt es hier natürlich noch gewisse Sachen, die aufgefallen sind, die einfach noch nicht so rund laufen und dort gab es dann eben Regel-Updates, Regeländerungen und anstelle das eben einfach nur in einem PDF zusammenzufassen, sodass man dann wieder mehrere Sachen braucht, gab es hier dieses Command Protocols Buch, wo dann eben diese abgedateten Regeln eingearbeitet sind, sodass ihr mit diesem Buch, und das Buch kommt jetzt auch in den 2-Spieler Starterbox, wenn ihr euch so eine kauft, eben nicht mehr die anderen beiden Bücher, also seid ihr auch hier up to date, was die Regeln betrifft.
Und zusätzlich sind hier eben auch noch alle Armeelisten drinnen mit Updates, sofern diese eben nötig waren, mit Punkteanpassungen, sodass auch hier wieder alles versucht wird, in Balance zu halten, um so möglichst das Spiel für jeden auch interessant zu gestalten. Wo wir hier jetzt schon bei den Regeln sind, geht es natürlich auch um die Regeln selbst. Was mir bei Firefight eben sehr gut gefällt, ist diese abwechselnde Aktivierung, dass eben man einerseits eine Armee hat, die von der Größe her so zwischen einem Skirmish Tabletop und Warhammer 40k drinnen ist. Also man hat nicht ganz Warhammer 40k Größe oder Age of Sigmar Größe, würde ich jetzt mal sagen, aber ist schon sehr nah dran. Das macht es auch ein bisschen besser, um reinzukommen, beziehungsweise um eine fertige Armee aufzubauen. Aber eben vom Spielprinzip her, und ihr habt so ein ähnliches Feeling von 40k, zeigen auch schon ein bisschen die verschiedenen Fraktionen, die ihr eben spielen könnt hier bei Firefight. Ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht, was die Fraktionen betrifft. Werdet ihr hier in der Videobeschreibung finden, falls euch eben etwas mehr Details zu den Fraktionen interessieren. Aber eben ist es dann diese Thematik, ihr habt diese verschiedenen Einheiten und es wird aber nicht alles von einer Seite bewegt und dann ist jetzt der Gegenspieler dran, sondern eben abwechselnd. Also ich aktiviere eine meiner Einheiten, bewege mich mit der, wenn ich möchte, schieße, habe im Endeffekt 2 Aktionspunkte zur Verfügung, mit denen ich eben was machen kann. Das können alle möglichen Kombinationen sein, die hier im Spiel eben möglich sind. Und wenn ich diese Einheit aktiviert habe, gibt es eben 2 Möglichkeiten. Im Regelfall aktiviert danach mein Mitspieler eine seiner Einheiten und danach bin ich eben wieder dran, eben abwechselnd, bis alle Einheiten aktiviert sind. Oder es gibt eben auch Command Points, die werden zu Beginn jeder Runde neu ausgewürfelt und wenn sie nicht verbraucht wurden während einer Runde, verfallen sie ganz einfach. Und mit diesen können dann eben Fähigkeiten ausgelöst und eingesetzt werden, vergleichbar, wie man das bei 40k eben auch mit den Stratagems und mit den Command Points eben auch hat. So etwas gibt es eben auch hier, meiner Meinung nach eben besser umgesetzt und unter anderem hat man mit diesen Command Points die Möglichkeit eben einen Command Point auszugeben, um noch eine zweite Einheit zu aktivieren. Das kann man aber nur ein einziges Mal machen. Sobald man hintereinander 2 Einheiten aktiviert hat, ist auf alle Fälle der Gegenspieler dann dran und das abwechselnde Aktivieren macht es eben so interessant, weil man eben dann nicht das Problem hat von 40k zum Beispiel, das ich schon häufiger gesehen habe, auch bei meiner letzten Erfahrung von 40k, wo ich einfach mal ein Testspiel in der 10. Edition gemacht habe und dann eben dort extremer Schaden von nur einer einzigen Einheit ausgeteilt worden ist und eben das wird hier durch diese abwechselnde Aktivierung verhindert und damit eben auch, dass zum Beispiel eine wichtige Einheit des Gegners ganz einfach schon vorm Spiel quasi vom Spielfeld genommen wird, bevor die Einheit auch nur ein einziges Mal aktivieren konnte im Spiel. Sicher klar, das kann passieren, wenn sich der Gegner darauf vielleicht konzentriert, aber man merkt es halt dann schon sehr schnell. Wenn mein Gegner jetzt sich komplett auf eine einzige Einheit von mir konzentriert, dann muss ich halt vielleicht überlegen, diese Einheit einfach als nächstes, wenn ich wieder dran bin, zu aktivieren, bevor es mir eben passiert, dass diese Einheit vom Spielfeld entfernt wird und überhaupt nichts im Spiel gemacht hat. Und diese abwechselnde Aktivierung ist hier für mich eben ein sehr großer Pluspunkt, wenn es hier um Firefight geht. Es gibt natürlich auch noch weitere Pluspunkte, auch einen persönlichen, und der betrifft die aktuelle Game Tracker App fürs Tabletop Hobby, an der ich gerade arbeite. Ich habe da kürzlich ein Video auch dazu gemacht, das ich dir ebenfalls unten bzw. hier jetzt verlinken werde. Das kannst du dir gerne anschauen und falls dich das Thema eben interessiert, vielleicht überlegst du dir den Kanal zu abonnieren, falls das noch nicht passiert ist. Und da möchte ich ganz einfach eine App schreiben, eben für mich als Projekt, um meine Spiele zu tracken und mit eben dann auch Statistikmöglichkeiten in Zukunft und dass man das Ganze auch vielleicht online speichern kann, beziehungsweise dass die Möglichkeit, sich eben anzumelden, wird es auf alle Fälle recht früh geben, dass man dann auch ein Online-Konto erstellen kann, wenn man das möchte, aber eben nicht erforderlich. Und da ich diese App dann eben für mich mache, habe ich mich auch gleich entschlossen, das Ganze online zu stellen, also quasi in den App Store, sodass jeder davon profitieren kann, wenn er das eben möchte.
Ganz wichtig ist natürlich aber auch die Frage, wie kann ich überhaupt in dieses Tabletop einsteigen? Weil die meisten Spielsysteme bieten irgendeine Form von Armeeboxen, Starterboxen an. Manchmal ist das auch nicht ganz so durchsichtig, wo man was bekommt oder wie man vernünftig einsteigen kann, beziehungsweise auch das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier nicht immer so toll. Ich finde mittlerweile zum Beispiel das, was uns bei den größeren Boxen von Games Workshop mittlerweile erwartet, einfach nicht mehr gut. Daher auch hier möchte ich mal auf diese Boxen eingehen, wenn es um Firefight geht im Vergleich, weil ich diese einfach extrem gut finde und ich auch damit eben eingestiegen bin in Firefight. Ich habe mir damals diese Variante des Zwei-Spieler-Starter-Box gekauft mit den eben Enforcern auf der rechten Seite und den Maraudern, also quasi Space Marines gegen Orks, sage ich jetzt mal, um im 40k-Universum zu bleiben, also quasi Supersoldaten gegen Grünhäute, sieht man auch hier schon bei den Figuren. Das hier ist das aktuelle abgedatete Set, ist grundsätzlich von den Figuren her das komplett gleiche, beziehungsweise der Inhalt ist der komplett gleiche. Ihr habt diese Figuren, die ihr hier seht, ihr bekommt 8-seitige Würfel, das noch Information. Firefight wird nicht mit 6-seitigen, sondern 8-seitigen Würfeln gespielt und ihr bekommt auch 6-seitige Command Point Würfel, um die Command Points auszuwürfeln eben. Und dann bekommt ihr hier eben auch noch das Regelbuch und die ganzen Token, die ihr hier seht. Und wie es auch schon zu sehen ist, es ist eben das aktuelle Regelbuch, das Command Protocols Buch, und ich habe eben damals noch mit der alten Box angefangen, quasi der gleiche Inhalt, die gleiche Box, aber eben noch mit den 2 getrennten Büchern. Macht es aber jetzt nicht schlechter vom Einstieg her, weil wie gesagt, die Figuren sind die gleichen und ihr bekommt damit eben alles, was ihr zum Spielen braucht an Regeln, plus eben mehr als genug Figuren, ist eigentlich nicht so wenig Inhalt. Für 120 Euro, beziehungsweise aktuell sogar 108 Euro, habe ich vor der Aufnahme hier, bevor ich die Seite geöffnet habe, vorher auch nicht gewusst. Also auch hier, falls ihr das Video dementsprechend zeitnah seht und das Angebot noch gelten sollte, dann könnt ihr hier vielleicht auch ein bisschen Geld sparen aus dieser Perspektive, aber eben mit diesen Sets kann man hier sehr gut anfangen. Das möchte ich auch gleich mal zeigen, indem ich hier wechsle auf die Mantic Companion App. Das ist quasi eine Online-App, mit der ihr für die Spiele von Mantic, vor allem jetzt hier Kings of War, Armada, Dead Zone und auch Firefight, die Regeln findet tatsächlich auch und aber eure Armeelisten bauen könnt. Kostet euch an und für sich nichts, wenn ihr nur 2 Armeelisten erstellen wollt. Wenn ihr mehr haben wollt und auch Zugriff auf alle Regeln auf euren Armeelisten, dann kostet das Ganze eben eine kleine Abogebühr. Wenn man diese jährlich zahlt, liegt die, glaube ich, bei 40 Euro pro Jahr. Muss man sich dann selbst überlegen. Im Endeffekt, man hat hier unter Firefight dann den Firefight List Builder und hier habe ich eine 1000 Punkte Liste erstellt. Wie man sieht, 1000 Punkte, die ist auch valide, also kann nach den aktuellen Regeln gespielt werden. Und ich habe für diese Liste eben Modelle hergenommen, die in dieser 2-Spieler-Starterbox hier enthalten sind, die wir hier sehen. Wir haben eben einen Forward Observer, den kann man quasi proxen, der ist nicht in der Box mit dabei, den Peacekeeper Captain, das ist quasi diese große Einheit, diese größeren Figuren, diese quasi Terminatoren, die man hier links oben sieht. Da sind 5 Stück dabei. Da habe ich eben einen, den ich als Peacekeeper Captain, also als HQ-Auswahl verwende oder Command, wie es im Falle hier von Firefight benannt wird. Der hat 2 Peacekeeper dann noch dabei, die ihn hier begleiten, quasi als kleine Dreier-Einheit, und dann eben noch eine eigene Einheit Peacekeepers mit den anderen verbleibenden Modellen. Dann Enforcer Operatives, das sind quasi die normalen Fernkampf-Marines, davon eine Einheit. Das Ganze ein zweites Mal in einer kleineren Zusammenstellung. Dann habe ich eben die Assault Enforcer, das ist quasi die Nahkampf-Variante. Beides lässt sich eben hier, wie man schon sieht, aus diesen normalen Standardmodellen bauen. Davon sind auch 20 hier in der Box dabei. Wir haben aber gar nicht so viele bisher hier verwendet, sondern eben
insgesamt 15 Modelle plus eben ein Proxy-Modell für den Forward Observer, eben die zweite Command-Einheit, ganz als erstes, die ich genannt habe. Dann haben wir die Enforcer Jetbikes, eben die sind in eine Zweier-Einheit, ebenso wie sie auch hier in der Box mit dabei sind. Und dann noch einen Strider, den ich mir extra gekauft habe. Das ist quasi ein Läufer, mehr oder weniger ein Cybot, wenn man so möchte. Und das ergibt eine glatte 1000 Punkte Liste. Ist natürlich jetzt nicht viel an Modellen, aber man sieht eben hier, die Jetbikes haben 2 Lebenspunkte, werden auf die 6 plus verwundet, auf einem 8-seitigen Würfel. Bei den Enforcer Operatives, das sind quasi die normalen Marines, wie gesagt auch Armor, 6 plus, das zum Verwunden, haben 2 Lebenspunkte ebenfalls und die Peacekeeper haben sogar eine Armor von 7 und 3 Lebenspunkte. Also man sieht schon, die sind auch ein bisschen widerstandsfähiger, dementsprechend weniger Modelle. Was man aber sieht, wir haben hier 16 von den Infanteriemodellen verwendet, von den 20, die 2 Jetbikes, die 5 Peacekeeper und dann noch einen Strider und haben damit schon eine komplette 1000 Punkte Armee, die wir hier spielen können und das Ganze aus dieser Starterbox. Also man hat hier einen sehr geringen Einstieg und es sind auch so 1000 bis 1500 Punkte, was man aktuell häufig eben sieht, was noch gespielt wird. Also auch hier nicht unbedingt nötig, 2000, 2500 Punkte aufzubauen. Also auch vom Einstieg hier sehr, sehr einfach machbar, dass man da mal schon was Vernünftiges hat, nur durch diese Starterbox. Mittlerweile wurde das Ganze eben dann auch noch erweitert. Es gibt eine zweite Starterbox, hier mit den Würmeln, quasi den Ratten in Space und den Zwergen in Space, also den Forge-Fadern. Auch 2 sehr interessante Armeen, wieder gleiches Konzept. Ihr habt hier ein paar Einheiten, auch hier sieht man wieder, das Design der Einheiten ist, wie ich zum Anfang gesagt habe, einfacher, nicht zu überladen wie bei Games Workshop. Das macht es einfach einfacher, die Modelle zusammenzubauen, zu bemalen und das ganze Spiel fertig zu bekommen. Und auch hier wieder, ihr seht, ihr bekommt wieder den genau gleichen Inhalt mit dem Regelbuch, den Token, den Würfeln und dann eben 2 Armeen, die auch wieder eine vernünftige Größe mitbringen für Firefight, für das gleiche Geld. Ich habe hier jetzt noch keine Armeelisten zusammengestellt für diese beiden, daher weiß ich es eben nicht, was die ergeben würden, aber man sieht schon hier bei den Würmen, man hat deutlich mehr Modelle als bei den Forge-Fadern, also die werden dementsprechend auch günstiger ausfallen von den Punktewerten hier. Und wenn man jetzt hier weitergeht natürlich und das Ganze weiter aufbauen möchte oder sagt, in diesen 2 Starterboxen, 2 Spieler-Starterboxen ist nichts für mich dabei, gibt es hier natürlich auch die Strike Force Boxes, die sind auch dazu gedacht, um eben eine Armee anzufangen, um das Spiel anzustarten. Hier zum Beispiel die Enforcer Strike Force, um hier gleich zu bleiben, wenn wir hier uns den Inhalt anschauen. Ich habe es mir mal so überlegt, es dürften so um die 1250 Punkte sein, die man hier stellen kann. Wir haben eben nicht 2, sondern 4 Jetbikes. Man hat hier noch den Flieger dabei, also man kommt hier schon auf eine sehr gute Größe für den Start, wenn man so anfangen möchte, hat aber dafür eben kein Regelbuch dabei, aber das Ganze eben auch zu einem vernünftigen Preis von 90 Euro, also auch das nicht wirklich viel, kombiniert mit dem Inhalt der 2-Spieler Starterbox kann man hier natürlich sehr viel machen, weil wie gesagt, wir haben vorhin gesehen die 1000 Punkte Liste, die ich zusammengestellt habe schon, die ich auch spielbar fertig habe. Zusammen mit hier noch 4 weitere Jetbikes könnten also 6 Jetbikes spielen. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, weitere Peacekeeper zusammenzubauen, vielleicht hier auch mit den Schilden, so wie sie hier dargestellt sind, als Peacekeeper Defender, die dann eben etwas durchhaltefähiger noch sind, um ein bisschen mehr Defense ins Spiel reinzubringen in die Armeeliste und dann eben noch einmal 20 normale Marines, die man hier dann eben dementsprechend erweitern kann, aufbauen kann und bekommt schon mal wirklich eine sehr gute Zusammenstellung, um hier wirklich mal zu vernünftigen Preisen auch in Firefight reinzustarten. Und was hier auch noch schön ist, man hätte auch die Möglichkeit, wenn man das nicht so starten möchte, jetzt um bei den Enforcern zu bleiben, auch hier eine Pathfinder Recon Force Box
zum gleichen Preis. Und da sind eben auch 20 Infanteriemodelle drinnen, quasi sowas ähnliches wie Scouts, 2 leichte Fahrzeuge, vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Landspeedern oder etwas ähnlichem. Also auch hier sehr interessant, weil man eben komplett andere Einheiten hat mit diesen Hunden hier, diesen Drohnen, plus dann diesen fliegenden Drohnen. Und hier kann man auch zum Beispiel Scharfschützeneinheiten bauen. Und das Ganze liefert insgesamt, weil ich glaube, diese Pathfinder können nur als 5er-Einheiten maximal gespielt werden. Also hätte man hier schon 4 von diesen Einheiten, also mehr als genug, um hier Firefight wieder vernünftig weiter aufzubauen, die Enforcer-Liste. Und dasselbe betrifft natürlich auch die anderen Fraktionen. Also wie gesagt, es haben nicht alle diese Inhalte der 2-Spieler-Starterbox, aber zum Beispiel alle Armeen haben eben diese Strikeforce-Boxen. Hier die Asterians zum Beispiel, auch wieder interessant, weil sie für mich einen Aspekt liefern, den ich irgendwie nie ganz verstanden habe bei 40k. Man hat hier diese Elder, eine aussterbende Rasse, Elfen in Space, die alle kämpfen, obwohl sie eigentlich nur mehr so wenige sind. Und das gleiche Thema ist vom Hintergrund her ein bisschen auch hier das Thema, aber mit dem Unterschied auch, dass diese Asterians quasi nicht kämpfen müssen, weil sie so technologisch fortgeschritten sind und dementsprechend hier sehr häufig Drohneneinheiten haben. Das heißt, man hat hier irgendwo im Space seine Controller, die diese Modelle kontrollieren, diese Einheiten, und das sind hier dann quasi sowas wie Drohneneinheiten, zum Teil nicht alles, aber eben zu einem gewissen Teil, die hier dann auf dem Schlachtfeld sind. Und das macht für mich dann in Bezug auf so eine elfenähnliche Rasse in Space, beziehungsweise eine aussterbende Rasse, wo es nur wenige mehr gibt, wesentlich mehr Sinn, als eben, wenn diese dann wirklich selbst in die Schlacht ziehen. Noch dazu kommt hier bei den Asterians, die bekommen heuer noch ein Update, was die Figuren betrifft. Also das sind die aktuell alten Figuren. Daher gibt es auch schon Bilder der neuen. Ich freue mich schon drauf. Vielleicht hole ich mir die Fraktion, wenn die Modelle abgedatet sind. Ansonsten möchte ich nur noch anmerken und sagen, dass ich hier eben mittlerweile sehr viel Auswahl habe. Ich habe auch, wie gesagt, bereits Videos zu Firefight gemacht auf dem Kanal, sowohl das Spielsystem ein bisschen vorgestellt, als auch die Fraktionen. Das könnt ihr euch gerne anschauen, falls euch die Fraktionen genauer interessieren. Ihr seht es hier aber schon, dass eigentlich jede dieser Fraktionen so eine Forcebox mitbringt. Auch hier gibt es jetzt eine neue Fraktion quasi, die von Kings of War rüberwandert zu Firefight. Die sind gerade in der Vorbestellung, jetzt wo ich das Video quasi aufnehme. Meiner Meinung nach auch Figuren, die einen sehr coolen Stil mitbringen, der auch irgendwie zur Firefight dazu passt, auch wenn ich es mir zuerst gedacht habe, das Ganze aus dem Fantasy-Setting zu übernehmen. Passt vielleicht nicht so ganz, aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, sehr, sehr schön und gefällt mir doch eigentlich. Ansonsten, ihr habt auch hier Fahrzeuge, Panzer zur Verfügung, Flieger haben wir schon gesehen. Also auch hier einfach mal dem Ganzen eine Chance geben, werft einen Blick rein in das Ganze. Wie gesagt, ihr habt hier auch den Force-Builder, den ihr kostenlos benutzen könnt, und hier gibt es auch unter Firefight, unter den Rules, die Möglichkeit, sich eben auch die Regeln anzusehen. Das heißt, ihr müsst am Anfang bzw. nicht einmal unbedingt irgendetwas kaufen, nur mal einen Blick in das Spielsystem zu werfen.